Lassen Sie uns unsere Sprech- und Hörfähigkeiten anhand verschiedener Alltagsgespräche üben. Lektion 1: Ankunft des Gepäcks. Hey Anna, wann glaubst du, wird unser Gepäck ankommen? Hallo John, ich hoffe, es wird innerhalb der nächsten Stunde hier sein. Was denkst du? Es ist schwer zu sagen, aber mit unserem Glück könnte es länger dauern. Erinnerst du dich an das letzte Mal? Oh ja, wir haben ewig am Karussell gewartet. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Genau. Ich wollte gerade tanzen, nur um mir die Zeit zu vertreiben. Ein Tanz? Das wäre ein toller Anblick gewesen. Zu was hättest du getanzt? Wahrscheinlich etwas Dummes, wie Macarena. Es bringt die Leute immer in Bewegung. Das klingt lustig. Wir könnten genau dort einen Mini-Flashmob starten. Wenn wir nur mehr Leute hätten. Aber trotzdem würde ich es zum Lachen tun. Apropos Lachen, was ist das Erste, was du tun willst, wenn wir unser Gepäck haben? Ich würde es gerne im Hotel abgeben und mich direkt auf den Weg machen, um lokale Küche zu probieren. Gute Idee. Ich habe gehört, dass das Streetfood in dieser Stadt unglaublich ist. Hast du welche probiert? Noch nicht, aber ich kann die Crepes kaum erwarten. Was ist mit dir? Das Gleiche. Ich freue mich auch darauf, das Gebäck zu probieren. Sie sehen göttlich aus. Lassen Sie uns eine Liste mit all den Dingen erstellen, die wir probieren möchten. Ja, eine Lebensmittelkarte. Wir können unterwegs unsere Favoriten markieren. Das ist brillant. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir uns all diese Leckereien gönnen. Es wird mit Sicherheit ein köstliches Abenteuer. Aber zuerst Gepäck, oder? Richtig. Drücken Sie die Daumen, dass es bald ankommt, damit wir unsere Feinschmeckerreise beginnen können. Lektion 2: Der Downtown Drive. Hey Anna, hast du überprüft, wie lange es dauern wird, in die Innenstadt zu fahren? Hallo John, ich habe es vorhin nachgeschlagen. Da steht etwa 30 Minuten ohne Verkehr. Das ist nicht so schlimm. Aber du weißt, wie unberechenbar der Stadtverkehr sein kann. Stimmt. Es könnte leicht eine Stunde werden, wenn wir in einen Stau geraten. Genau. Wir brauchen vielleicht Snacks für die Reise, nur für den Fall. Tolle Idee. Was denkst du, sollten wir mitbringen? Wie wäre es mit ein paar Chips und vielleicht ein paar Energieriegeln? Perfekt. Für eine gesunde Note füge ich etwas Obst hinzu. Eine hervorragende Wahl. Bevorzugst du Äpfel oder Bananen? Ich liebe Bananen. Sie sind einfach unterwegs zu essen. Was ist mit dir? Ich bin ein Fan von Äpfeln. Knusprig und erfrischend. Also, dann haben wir eine Mischung. Das wird unser kleines Roadtrip-Fest. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir im Stau kauen. Und wir lachen darüber, dass wir dachten, es wäre eine schnelle Fahrt. Genau. Das ist alles Teil des Abenteuers. Was sollten wir sonst noch planen? Vielleicht eine Playlist. Musik macht die Fahrt immer angenehmer. Tolle Idee. Für welches Genre sollten wir uns entscheiden?
Wie wäre es mit einer Mischung aus Pop und Classic Rock? Das wird uns mit Energie versorgen. Ich liebe das. Das klingt nach einer lustigen Fahrt vor uns. Ganz gewiss. Stellen Sie sich vor, Sie singen während der Fahrt zu unseren Lieblingsliedern mit. Und hoffentlich kommen wir in der Innenstadt an und haben genügend Zeit zum Erkunden. Lektion 3. Pläne von Paris. Hey Anna, was denkst du, sollten wir nach unserer Ankunft in Paris zuerst tun? Hallo John, ich denke, wir sollten direkt zum Eiffelturm gehen. Das klingt unglaublich. Das ist so ein ikonisches Wahrzeichen. Warst du schon einmal dort? Nein, habe ich nicht. Ich kann es kaum erwarten, es persönlich zu sehen. Was ist mit dir? Ich war einmal dort, konnte aber nicht hochgehen. Dieses Mal will ich die Aussicht sehen. Unbedingt. Die Aussicht muss atemberaubend sein. Denkst du, wir sollten Tickets im Voraus buchen? Ja, das würde uns Zeit sparen und lange Warteschlangen vermeiden. Gut überlegt. Wie wäre es danach mit einem gemütlichen Spaziergang entlang der Seine? Perfekt. Wir könnten ein paar Fotos machen und die Atmosphäre genießen. Und bei schönem Wetter können wir für ein Picknick anhalten. Ich liebe diese Idee. Was sollten wir für das Picknick einpacken? Vielleicht ein paar Baguettes, Käse und frisches Obst? Klassisches französisches Essen. Ja, und Gebäck nicht vergessen. Wir müssen auch ein paar Croissants probieren. Definitiv. Ein Pariser Picknick wäre ohne sie nicht komplett. Ich kann schon das frische Brot und den Kaffee riechen. Es wird herrlich werden. Und wir können Leute beobachten, während wir unser Essen genießen. Das ist die Pariser Art. Genau. Stellen wir sicher, dass wir ein schönes Plätzchen mit toller Aussicht finden. Ich bin so aufgeregt. Es wird ein Tag voller Entdeckungen und köstlicher Leckereien. Ja, und wer weiß, welche anderen Abenteuer uns in Paris erwarten. Lektion 4. Einkaufserlebnisse. Hey Anna, was hast du vor, in diesem Einkaufszentrum zu kaufen? Hallo John, ich hoffe, ein schönes Kleid für die bevorstehende Party zu finden. Was ist mit dir? Ich brauche ein paar neue Schuhe. Meine alten fallen auseinander. Schuhe sind wichtig. Suchen Sie etwas Formelles oder Lässiges. Eigentlich ein bisschen von beidem. Etwas Vielseitiges für verschiedene Gelegenheiten. Kluge Wahl. Hast du bisher irgendwelche Styles gesehen, die dir gefallen? Ich habe ein paar coole Sneaker entdeckt, die mir ins Auge gefallen sind. Wie steht's mit dir? Ich habe ein paar Kleider gesehen, aber ich muss sie zuerst anprobieren. Gute Idee. Anprobieren ist unerlässlich. An welche Farbe denkst du? Ich tendiere zu Blau. Es bringt meine Augen wirklich zur Geltung. Gute Wahl. Blau ist immer eine tolle Farbe. Magst du auch Accessoires? Unbedingt. Ich brauche Schmuck, der zu dem Kleid passt. Vielleicht eine schöne Halskette?
Das würde umwerfend aussehen. Ja, eine auffällige Halskette würde das ganze Outfit aufwerten. Apropos Zubehör, vielleicht schaue ich mir ein paar coole Uhren an. Das klingt toll. Eine gute Uhr kann der perfekte letzte Schliff sein. Genau. Außerdem hilft es mir, pünktlich für all unsere Abenteuer zu sein. Stimmt. Stellen wir sicher, dass wir alle Geschäfte erkunden. Wer weiß, was wir finden werden. Einverstanden. Einkaufen ist immer ein Abenteuer, besonders in guter Gesellschaft. Lektion 5. Überlegungen zur Leistungsbeurteilung. Hey Anna, hast du deine Leistungsbeurteilung mit deinem Manager abgeschlossen? Hallo John, ja, ich habe es gerade eingepackt. Es fühlte sich allerdings ein bisschen nervenaufreibend an. Das kann ich mir vorstellen. Wie ist es gelaufen? Hast du Feedback erhalten? Insgesamt war es positiv. Mein Manager lobte meine Teamfähigkeit. Das ist fantastisch. Teamwork ist unerlässlich. Gab es Verbesserungsmöglichkeiten? Ja, Sie haben erwähnt, dass ich an meinem Zeitmanagement arbeiten sollte. Das ist üblich. Manchmal ist es schwierig, mehrere Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Genau. Ich habe versucht, bessere Prioritäten zu setzen. Hast du irgendwelche Tipps? Eine Sache, die mir hilft, ist eine tägliche To-Do-Liste zu erstellen. Tolle Idee. Ich sollte damit anfangen. Wie organisieren Sie Ihre Aufgaben? Normalerweise ordne ich sie nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Es hält mich konzentriert. Das klingt effektiv. Ich werde diese Methode ausprobieren. Hat dir dein Manager irgendwelche Ziele gesetzt? Ja, Sie wollen, dass ich nächstes Quartal ein Projekt leite. Ich bin aufgeregt, aber nervös. Ein Projekt zu leiten klingt nach einer großartigen Gelegenheit. Du wirst das großartig machen. Danke. Ich hoffe, aus der Erfahrung viel zu lernen. Irgendwelche Ratschläge zum Umgang mit Stress? Kurze Pausen einzulegen hilft mir wirklich. Es macht meinen Kopf frei. Guter Punkt. Ich werde sicherstellen, dass ich Pausen in meine Routine einbaue. Lassen Sie uns bei unseren Reviews und Projekten gegenseitig motivieren. Unbedingt. Wir können unsere Fortschritte teilen und unsere Erfolge gemeinsam feiern. Lektion 6. Vorbereitung auf VIP-Besuche. Hey Anna, der sehr wichtige Kunde wird uns nächste Woche besuchen. Was sollten wir vorbereiten? Hallo John, das ist aufregend. Wir müssen einen guten Eindruck hinterlassen. Unbedingt. Sollen wir mit einem sauberen Besprechungsraum beginnen? Definitiv. Ein aufgeräumter Raum zeugt von Professionalität. Vielleicht ein paar frische Blumen hinzufügen? Gute Idee. Blumen können den Raum verschönern. Was ist mit Erfrischungen? Ja, ich denke, wir sollten Kaffee, Tee und ein paar leichte Snacks zur Verfügung haben. Perfekt. Haben Sie bestimmte Snacks im Sinn? Wie wäre es mit etwas Gebäck?
Sie sind immer ein Hit. Gute Wahl. Ich hole ein paar Croissants und Muffins. Und vergiss das Wasser nicht. Wir sollten auch Wasser in Flaschen bereithalten. Richtig. Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel. Sollen wir eine Tagesordnung für das Treffen erstellen? Ja, das ist unerlässlich. Wir müssen die Hauptthemen, die wir besprechen wollen, skizzieren. Ich schlage vor, dass wir unsere jüngsten Erfolge hervorheben. Das wird Sie beeindrucken. Definitiv. Wir sollten auch einige Fragen vorbereiten, um Sie zu beschäftigen. Das ist klug. Das zeigt, dass wir Ihren Beitrag schätzen. Wie wäre es mit einem Willkommensgeschenk? Oh, das ist eine nette Idee. Etwas Kleines, aber Durchdachtes, wie eine Firmentasse? Perfekt. Eine Tasse wäre eine nette Geste. Es ist praktisch und einprägsam. Stellen wir sicher, dass alles einen Tag im Voraus bereit ist, nur für den Fall. Einverstanden. Wenn wir vorbereitet sind, fühlen wir uns während Ihres Besuchs sicherer. Lektion 7. Fitnessroutinen. Hey Anna, wie oft trainierst du? Hallo John, ich versuche mindestens 3-mal pro Woche zu trainieren. Wie steht's mit dir? Ich ziele 4-mal, aber manchmal kommt mir das Leben in die Quere. Ich kann das nachvollziehen. Welche Art von Bewegung macht dir am meisten Spaß? Ich liebe es zu laufen. Es macht meinen Kopf frei und hält mich voller Energie. Das ist großartig. Ich bevorzuge Yoga. Es hilft mir, mich zu entspannen und die Flexibilität zu verbessern. Yoga klingt wunderbar. Praktizierst du es schon lange? Ja, seit ungefähr 2 Jahren. Es ist Teil meiner Routine geworden. Das ist beeindruckend. Besuchst du Kurse oder verfolgst du Online-Videos? Ich verfolge hauptsächlich Online-Videos. Sie bieten so viel Abwechslung. Gute Idee. Das versuche ich vielleicht. Hast du einen Lieblingslehrer? Ja, es gibt jemanden, der die Sessions wirklich unterhaltsam und ansprechend macht. Klingt nach einem tollen Fund. Normalerweise höre ich Musik, während ich renne. Musik ist motivierend. Was steht auf deiner Laufplaylist? Eine Mischung aus optimistischem Pop und etwas klassischem Rock. Das hält meine Energie aufrecht. Nett. Ich bevorzuge beruhigende Musik beim Yoga. Sie hilft, die Stimmung zu verbessern. Das macht Sinn. Hast du darüber nachgedacht, eine neue Übung auszuprobieren? Ich war neugierig auf Kickboxen. Es sieht nach einem großartigen Training aus. Kickboxen klingt intensiv. Ich wäre daran interessiert, mit dir einen Kurs zu besuchen. Das könnte Spaß machen. Wir würden beide gut trainieren und lachen. Definitiv. Machen wir einen Plan draus. Mit einem Freund ist Fitness immer besser. Lektion 8. Frühstückskastlichkeiten. Hey Anna, hat dir das Frühstück heute Morgen geschmeckt? Hallo John, ich habe es geliebt. Die Pfannkuchen waren köstlich.
Was dachtest du? Sie waren fantastisch. Der Sirup hat mir besonders gut gefallen. Es hat eine nette Note hinzugefügt. Ja, und die frischen Beeren obendrauf waren eine tolle Idee. Hast du die Rühreier probiert? Hab ich. Sie waren so flauschig. Ich bin neugierig, wie Sie so gemacht haben. Ich denke, es geht darum, sie vor dem Kochen gut zu verquirlen. Kochst du gerne Frühstück? Manchmal. Normalerweise mache ich Omelettes. Sie lassen sich schnell und einfach anpassen. Omelettes sind großartig. Was gibst du gerne hinein? Normalerweise füge ich Spinat und Käse hinzu. Einfach aber lecker. Was ist mit dir? Ich füge gerne Champignons und Tomaten hinzu. Es fühlt sich köstlich an. Das klingt schick. Das versuche ich vielleicht beim nächsten Mal. Frühstückst du jeden Tag? Ja, ich glaube, es ist die wichtigste Mahlzeit. Es gibt mir Energie für den Tag. Ich stimme zu. Ich fühle mich so viel besser, wenn ich frühstücke. Irgendwelche anderen Favoriten? Ich liebe auch Smoothies. Sie sind erfrischend und eine großartige Möglichkeit, Obst hineinzubekommen. Smoothies sind super. Ich sollte anfangen, sie öfter zu machen. Das solltest du auf jeden Fall. Sie sind einfach zuzubereiten und köstlich. Planen wir einen Frühstückstag, an dem wir die Lieblingsrezepte des anderen ausprobieren. Lektion 9. Wohnungswünsche. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, eine neue Wohnung mit einem größeren Balkon zu kaufen. Was denkst du? Hallo John, das klingt nach einer großartigen Idee. Ein größerer Balkon wäre perfekt zum Entspannen. Genau. Ich kann mir vorstellen, morgens draußen Kaffee zu trinken. Das klingt herrlich. Sie könnten sogar kleine Treffen mit Freunden veranstalten. Ja, stell dir einen Grill oder einen kleinen Garten da oben vor. Wie nett wäre das? Sehr nett. Nach welchen anderen Funktionen suchen Sie in einer neuen Wohnung? Ich hätte gerne eine moderne Küche. In einem schönen Raum macht das Kochen viel mehr Spaß. Ich stimme zu. Eine gut gestaltete Küche kann Sie dazu inspirieren, neue Rezepte auszuprobieren. Richtig? Und vielleicht ein geräumiges Wohnzimmer für unterhaltsame Gäste. Das ist wichtig. Du willst einen Ort, der sich einladend anfühlt. Haben Sie bestimmte Stadtteile im Sinn? Ich denke an die Innenstadt. Es ist lebendig und nah an allem. Gute Wahl. Außerdem hätten Sie einfachen Zugang zu Restaurants und Geschäften. Genau. Aber ich möchte auch sicherstellen, dass es ruhig genug ist, um sich zu entspannen. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, Bequemlichkeit und Frieden in Einklang zu bringen. Ich weiß. Ich muss vielleicht ein paar Orte besuchen, um die richtige Wahl zu finden. Definitiv. Es ist klug, verschiedene Optionen zu prüfen, bevor Sie sich entscheiden.
Und ich brauche deinen Rat zur Inneneinrichtung, sobald ich den Ort gefunden habe. Lektion 10. Lieblingsgetränke. Hey Anna, welches Getränk bestellst du gerne, wenn wir ausgehen? Hallo John. Normalerweise trinke ich einen erfrischenden Eistee. Es ist so schön an warmen Tagen. Eistee ist eine gute Wahl. Ich bevorzuge eine klassische Limonade. Es ist so würzig und süß. Limonade ist köstlich. Magst du es pur oder mit etwas Obst? Ich liebe es mit Erdbeeren. Es fügt eine nette Wendung hinzu. Hast du das versucht? Ja, habe ich. Es ist eine perfekte Kombination. Bestellst du jemals Kaffee? Gelegentlich. Ich genieße morgens einen guten Cappuccino. Was ist mit dir? Ich bin eher ein Latte-Fan. Die cremige Textur ist einfach perfekt für mich. Lattes sind wunderbar. Nimmst du sie pur oder fügst du Aromen hinzu? Ich füge gerne Vanille oder Karamell für ein wenig Süße hinzu. Welche Geschmacksrichtungen bevorzugst du? Normalerweise bleibe ich bei klassischen Geschmacksrichtungen, aber ich bin offen dafür, neue auszuprobieren. Du solltest auf jeden Fall einen Mokka probieren. Es ist wie ein Dessert in einer Tasse. Das klingt verlockend. Das nächste Mal, wenn wir in einem Café sind, muss ich einen bestellen. Ja, und vergiss nicht, es mit einem Gebäck zu kombinieren. Es ist der perfekte Snack. Unbedingt. Ein Croissant würde perfekt zu diesem Mokka passen. Lektion 11. Hobbys und Leidenschaften. Hey Anna, was ist dein Hobby? Hallo John, ich liebe es zu malen. Es ist eine so entspannende Art, mich auszudrücken. Das klingt wunderbar. Was malst du normalerweise gerne? Ich mag Landschaften am meisten. Die Natur hat etwas Beruhigendes. Ich verstehe warum. Die Natur hat so schöne Farben. Malst du im Freien? Manchmal. Malen im Freien ist eine lustige Herausforderung. Was ist mit dir? Ich fotografiere sehr gerne. Momente festzuhalten ist meine Art, Kunst zu schaffen. Das ist genial. Fotografierst du auch lieber Landschaften? Das tue ich, aber ich liebe auch Straßenfotografie. Sie erzählt eine Geschichte. Das ist interessant. Hast du ein Lieblingsmotiv zum Fotografieren? Leute, ihre Ausdrücke und Interaktionen sind faszinierend. Was inspiriert deine Bilder? Oft sind es die Farben, die ich um mich herum sehe. Ein pulsierender Sonnenuntergang kann eine ganze Idee auslösen. Das verstehe ich. Manchmal kann das richtige Licht alles auf einem Foto verändern. Genau. Nimmst du an irgendwelchen Fotowettbewerben teil? Ich habe ein paar eingegeben. Es ist aufregend, meine Arbeit zu teilen und Feedback zu erhalten. Das klingt lohnend. Ich habe überlegt, an einer Kunstausstellung teilzunehmen. Das solltest du. Es wäre eine großartige Gelegenheit, dein Talent unter Beweis zu stellen.
Danke. Vielleicht können wir uns gegenseitig bei unseren kreativen Aktivitäten unterstützen. Definitiv. Planen wir einen Tag ein, um Tipps auszutauschen und uns gegenseitig zu inspirieren. Lektion 12. Projektfortschrittsbericht. Hallo Anna, ich freue mich auf dein Update zum Projektfortschritt. Hallo John, danke für die Gelegenheit, heute zu präsentieren. Ich habe einige bedeutende Fortschritte gemacht. Das ist toll zu hören. Welche Meilensteine haben Sie bisher erreicht? Wir haben die erste Forschungsphase vorzeitig abgeschlossen, und die Daten sehen vielversprechend aus. Hervorragend. Eine frühzeitige Fertigstellung ist immer ein Plus. Wie geht es uns mit dem Budget? Wir liegen derzeit innerhalb des Budgets, und ich habe es geschafft, bessere Tarife mit unseren Lieferanten auszuhandeln. Beeindruckend. Kosteneffizienz ist entscheidend. Auf welche Herausforderungen sind Sie gestoßen? Eine Herausforderung bestand darin, die Zeitpläne mit dem Team zu koordinieren, aber wir haben sie gelöst, indem wir die Kommunikation verbessert haben. Kommunikation ist der Schlüssel. Haben Sie neue Strategien eingeführt, um alle auf dem Laufenden zu halten? Ja, wir führen jetzt kurze tägliche Check-ins durch, was unseren Arbeitsablauf erheblich verbessert hat. Das ist ein kluger Schachzug. Das klingt, als ob du alles im Griff hast. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt besteht darin, die Entwicklungsphase bis Ende des Monats abzuschließen. Perfekt. Wie kann ich Sie dabei unterstützen, dieses Ziel zu erreichen? Ich würde mich über Ihre Unterstützung bei der Beantwortung einiger Rückmeldungen des oberen Managements freuen. Absolut. Ich bin hier, um zu helfen. Vereinbaren wir ein Treffen mit Ihnen, um das zu besprechen. Danke, John. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Ich bereite die notwendigen Dokumente vor. Klingt nach einem Plan. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Projekt großartige Ergebnisse erzielen werden. Lektion 13. Verhandlungen im Autohaus. Hey Anna, ich freue mich darauf, mir die Autos heute anzusehen. Hallo John, ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben einige fantastische Optionen für Sie. Großartig. Ich suche etwas Zuverlässiges, aber auch Stylisches. Ich habe nur das Auto im Sinn. Dieses Modell hat hervorragende Bewertungen und ein schlankes Design. Oh, das sieht beeindruckend aus. Welche Funktionen hat es? Es ist mit fortschrittlicher Sicherheitstechnologie, einem Schiebedach und einem hochmodernen Soundsystem ausgestattet. Nett. Ich liebe ein gutes Soundsystem. Wie ist die Kraftstoffeffizienz? Es ist ziemlich effizient, bis zu 30 Meilen pro Gallone auf der Autobahn. Perfekt für lange Fahrten. Genau das brauche ich. Wie wäre es mit der Garantie? Es beinhaltet eine 3-jährige Garantie mit Pannenhilfe. Du wirst abgesichert sein. Das ist beruhigend. Was ist der Preis? Dieses Modell ist derzeit für 25.000 US-Dollar erhältlich, was ein gutes Angebot ist. Können wir Finanzierungsmöglichkeiten besprechen? Ich möchte sicherstellen, dass es zu meinem Budget passt. Unbedingt.
Wir haben mehrere Finanzierungspläne zur Verfügung. Lassen Sie uns einen finden, der für Sie funktioniert. Perfekt. Ich bin auch neugierig auf die Wartungskosten. Die Wartung ist erschwinglich und wir bieten Servicepakete an, mit denen Sie Geld sparen können. Das klingt ansprechend. Ich glaube, ich tendiere zu diesem Modell. Eine hervorragende Wahl. Lassen Sie uns die Details finalisieren, damit wir Sie bald zum Fahren bringen können. Ich freue mich. Danke für all deine Hilfe, Anna. Das war eine großartige Erfahrung. Lektion 14. Ein erfrischender Abend. Hey Anna, wie wäre es mit einem Spaziergang durch den Park? Das Wetter ist perfekt. Hallo John, das klingt herrlich. Ich liebe es draußen zu sein, besonders wenn es sonnig ist. Genau. Die Blumen stehen in voller Blüte und die Bäume sehen so lebendig aus. Was ist dein Lieblingsteil des Parks? Ich genieße den Teichbereich sehr. Die Enten zu beobachten ist immer entspannend. Wie steht's mit dir? Ich mag die Wanderwege. Sie sind friedlich und ich finde dort oft Inspiration für meine Fotografie. Das ist wahr. Ich habe einige deiner Fotos gesehen. Sie sind wunderschön. Möchtest du während unseres Spaziergangs ein paar Fotos machen? Definitiv. Ich bringe meine Kamera mit. Den Sonnenuntergang einzufangen wird umwerfend sein. Tolle Idee. Das goldene Stundenlicht ist perfekt zum Fotografieren. Haben Sie bestimmte Aufnahmen im Sinn? Ich denke darüber nach, ein paar Nahaufnahmen der Blumen und vielleicht ein paar größere Aufnahmen der Landschaft zu machen. Das klingt wunderbar. Ich helfe Ihnen gerne dabei, die besten Blickwinkel zu finden. Ich fotografiere auch gerne, aber ich lerne immer noch. Du solltest auf jeden Fall weiter üben. Es geht darum, zu experimentieren und deinen eigenen Stil zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Ich nehme deinen Rat an. Übrigens, möchtest du nach unserem Spaziergang irgendwo zu Abendessen gehen? Das fände ich toll. In der Nähe gibt es ein neues italienisches Restaurant, das ich schon immer ausprobieren wollte. Oh, ich habe gute Dinge über diesen Ort gehört. Ihre Pasta soll unglaublich sein. Ja, ich freue mich darauf, Ihr charakteristisches Gericht zu probieren. Was bestellst du normalerweise in italienischen Restaurants? Normalerweise nehme ich eine klassische Spaghetti Carbonara. Es ist einfach aber köstlich. Ich liebe die cremige Sauce. Gute Wahl. Vielleicht probiere ich dieses Mal ein Risotto. Es war schon immer ein Favorit von mir. Risotto ist so beruhigend. Bevorzugen Sie es mit Pilzen oder Meeresfrüchten? Ich liebe das Pilzrisotto. Die erdigen Aromen werten das Gericht wirklich auf. Was ist mit dir? Ich bin ein Fan von Meeresfrüchten. Daher wähle ich normalerweise Garnelen oder Jakobsmuscheln, wenn sie verfügbar sind. Klingt köstlich. Und wir sollten auf jeden Fall auch Platz für den Nachtisch sparen. Danke fürs Zuschauen. Und bitte abonniere unsere Kanäle und like und teile auch unseren Kanal.